Herzlich willkommen zu Gone Home. Ein freies Explorations, wenn man das Wort schon schön eindeutschen Spiel. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal ein New Game. Use the arrow keys to walk und Maus zum Rumlaufen. Okay. Zum Rumschauen, klar. Okay, los geht's mit dem Tape. Long time no see, Kassette. Ah, wobei, wenn ich rechts rüber schaue, sehe ich noch eine. The Fulbright Company presents. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Gone home. June the 7th, 1995. 1:15 a.m. Okay, da sind wir vor dem Haus. Wir sind Caitlin. 1995 haben wir also. Das ist ein Zettel. Rechts. Okay. Katie, I'm sorry I can't be there to see you, but it is impossible. Please don't go digging around trying to find out where I am. I don't want Mom and Dad durchgestrichen anyone to know. We'll see each other again someday. Don't be worried. I love you, Sam. Es wird wahrscheinlich Sam. Ich nehme jetzt einfach mal an, das ist ihre Schwester. Das ist schon fast ein Hilfeschrei, eine Aufforderung, dass wir sollen probieren herauszufinden, was sie ist. So, jetzt haben wir den Open Door. Locked. Locked. Unter der Fußmatte? Nein, geht nicht. Da hinten vielleicht? Auch nicht. Ja, unter dem Becher wird es kaum sein. Was haben wir denn da? Ah. Christmas Tag. Ah, das ist ein Schlüssel. Weg mit dir. Nein, was machst du? Nein, das Spiel minimierte sich. Es ist schwarz. Komm zurück, Spiel. Komm zurück. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Wir werden gleich wieder bei Ihnen sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und beehren Sie auch gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Press 1 or E to check contents of your backpack. Dann machen wir doch E. Oh! Caitlin, ihr Foto. Passport, Boarding Pass. Ah, ein Jahr lang ist sie in Europa gewesen. Ah, okay, ein Jahr lang weg. Okay, Caitlin, mach doch bitte die Tür auf. Ja, das sieht nach einer grossen Hütte aus. Hä? Oh, ich glaube, die sind zögert, oder zögert die noch? Terence Greenbrier. 5, von wann ist das? 1. August 94. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school, and my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real, but I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. 2 oder M? Okay, Foyer.
Aber warte, 94 sind... Ah, die sind 94 eingezogen in dem Fall. Das liegt immer noch dort. Das glaube ich fast nicht. Licht wäre nicht schlecht. Haben wir da einen Lichtschalter? Danke. Oh oh, what the hell? Radiation area, keep out. Das ist sicher das Zimmer von der Sam. Was haben wir denn da? Sam, stop leaving every damn light in the house on. You're as bad as your sister. Daniel called again. He wants his Nintendo game back. Oh. To whom it may concern, I, Samantha Greenbeer, am 17 years old and am therefore an independent, fully functional human being. The fact that you still forbid me from going into the city on my own is frankly absurd. Compare with Katie, who is the only 3 years older than me, and yet you allowed her to go all the way across an ocean to another continent on her own. I just want to spend an evening in a normal, totally safe city on my own like a human being. And since you may also remember that I have my own car now, you can't really stop me. Warmest regards, your daughter, Samantha. Oh, die haben recht Krach gehabt. Ich glaube, wir gehen mal ins Zimmer von der Samantha. Oh, zuerst mal ein bisschen Licht. Können wir da noch mehr Licht machen? Ich habe es nicht gerne so dunkel. Jawohl, zuerst einfach überall Licht anmachen. So, gut. Oh, Fernseher. Ist immer noch an. Was haben wir da unten? Cartridge. Was steht dort? Adventurous the Cat returns. Oh. Da ist sonst... Das will mich ein bisschen ausblösen, damit sie richtig funktionieren. Das ist ganz wichtig. Können wir die nicht... Nein, der Nintendo ist nicht... Ah, da unten ist doch ein Brief. Ah, wie geil. Cheatcodes. Ah nein, nicht Cheatcodes, einfach... Kick, genau, was man muss machen. Super. Haben wir früher auch immer aufgeschrieben. Den stellen wir doch mal ab. Haben wir da noch einen Ordner. Was muss ich machen? Rechts oder Shift? Ja. Ah, das ist gar nicht drin. Okay, weg mit dir. Jetzt geht's sehen. Ah, Kassette. Brett Mobile, cool, schmul. Mann, hey, der Donner ist so creepy im Hintergrund. Uff. We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool schmuck. Yeah! Ah, das sind doch die Bilder, wo man lange draufschauen muss, dann erkennt man, was in 3D. Ah, noch mehr Cartridges. Journey of Crystal. Und wenn wir da Super Spitfire. Oh, ich weiß die Kombination nicht. Ah, warte, was haben wir da unten? Name Samantha, teacher Fletcher, purify, subject shop eye, metalworking engraving, notes. Another challenging assignment, metal black for family portrait, reasonable subject but not complex. When I said that mom and dad should be replaced with parents, means I did not mean just add them underneath. Acceptable leveling and edges show more pride in work. Oh, some good.
Groove, Patti Smith, Biohazard, Dinosaur Jr., Lemonheads, Ice Cube, Eddie Vedder, Weezer. Cool. Old school stuff. Eins mal wieder zurück. Steady. Ah, was hat der? Steggy. I want to believe. Was? Nur ein Lied auf der Kassette? Ah Mann, wo hat sie denn ihre Kombination? Licht immer wichtig als erstes. So. Ah, das sieht interessant aus. Ah, neues Boardgame. Got your number. Ah, mal wieder zurück. Ah, was haben wir denn da? The King's Labyrinth. Chapter 2, Fraying Threads. Captain Allegra, still in her flowing skirt and sturdy jerkin, descended a single shining thread into the lower cavern of the labyrinth. She and the first mate, on their own now, grew closer to their goal, the throne room of the dead immortal king of the island. The first mate slid down the line onto the stone floor. She swept chalky bone dust from the front of her canvas trousers and looked up at Allegra. The second thread, nigh unbreakable thanks to the enchanted moth that inhabited the island, trailed behind, leading their way back to the entrance. From further into the labyrinth, a moaning began to echo. The moaning grew louder and clearer. It turned into words from some ancient language they could not understand. The king's cursed voice. The hairs on Captain Allegra's arms stood on end. She looked back at the first mate, whose eyes remained locked on the blackness of the passage for a moment too long before noticing the captain's gaze. The first mate nodded silently ahead. Following the king's ghostly song deeper and deeper into the labyrinth, they came upon a rocky gap spilling forth otherworldly blue light. The great basin of the dead king's throne room lay below. Skeletal in rotted robes, the king was hunched over the blue orb topping his royal scepter. Shadows of his bony fingers danced on the walls like ghouls. As he sang, wailing souls flowed in one by one through the cracks in the cave walls, pulled into the orb, causing it to glow brighter and brighter. Behind the king, a long staircase hewn from rock led down into the chamber from a passage at the top. Allegra said, "We have the advantage in numbers. I will draw his attention, and then you." But the first mate interrupted. "No, I am smaller and quicker, and you know of dealing with mystic energies like this. I will circle to the other side, get the king's attention, and lead him on a merry chase." She held up the silk line. "All traced by this invincible thread, of course," Allegra said. Oh no, das hätte er auch noch gesagt. It is a good plan, but perhaps we should go together." The first mate shook her head. "You know, this is our best chance. Don't be afraid for me." They grasped hands and exchanged 3 tight squeezes, their palms growing warm. The first mate tied the shining thread to the belt of her trousers, gave a quick salute and wink, and dashed off. Allegra waited, staring vigilantly across at the top of the stairs where the first mate was to appear. The king continued his... Wait. No! The singing stopped. The king turned and began walking up the stairs. Allegra wanted to call out, to do anything to stop the first mate from running headfirst into danger. She tried tugging on the line to signal her. No use. The king was nearly at the top of the stairs when the first mate burst through the passageway. She skidded to a stop. Even from across the yawning basin, Allegra could see the first mate's eyes grow wide. She turned and ran, summoning his undead power. The king left the ground, levitating, gliding behind her with distressing speed. From some dank passage, much too far away, Allegra heard the first mate scream. She was already running toward the sound. The line in Allegra's hand went taut, then shuddered. It fell slack to the stone floor. As Allegra ran, she was gathering line, twisting it all around her arm. She came to its end. The unbreakable thread dangled limply, its end shredded and frayed.
in her hand. She tossed it to the ground and ran. Run. Ah, schöne Geschichte. Die Orte, die sind so geil gewesen. Ordner selber einmal. Ah, warte, du hast noch was? Holy Bible. Schnell wieder zurück. So, ups. Ich würde gerne Kombinationen erfahren. Ah, warte, da haben wir noch viel mehr zum Entdecken. Tissue Box. Nein, wieso sollte sie auch einen Hinweis draufschreiben? Nailed it! Bücher. Sam, I think the creative writing track will be perfect for you. Oh, nein, weiter blättern. Okay, von ihrem College. Warte, da ist noch was drunter. Was haben wir denn da? Oh, ich sehe gerade, wir sind über der Zeit. Okay, in dem Fall... Oh, das alte Haus knarzt, das gefällt mir nicht so. In dem Fall, nächste Episode geht es weiter. Wir entdecken das Haus weiter, finden heraus, was mit der Familie passiert ist, wo Sam an ist und wieso überhaupt hat uns niemand so etwas ausgerichtet. Unglaublich, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.